Die Quellen der Lichtenauer Tradition stellen eine der wichtigsten Quellengruppen für historische Fechter dar. In der Vorrede der Fechthandschriften wird oft die Zielgruppe der Fürsten, Herren, Ritter und Knechte angesprochen. Doch was ist eigentlich damit gemeint? Warum diese Zielgruppe? Welche Zusammenhänge ergeben sich hier zur Fechtkunst? Die Handschrift 44a8, vielen als Peter von Danzig bekannt, ist die älteste erhaltene Handschrift der Lichtenauer Tradition mit Einleitung und Vorrede, welche die Zielgruppe klar und deutlich nennen. Die Handschrift sagt, dass die Fechtkunst Fürsten und Herren, Ritter und Knechten gehört. Doch was ist damit eigentlich gemeint? Wer sind diese angesprochenen Personen? Zunächst einmal sehen wir hier eine klare Abwärtshierarchisierung vom Fürsten bis zum Dienstmann, dem Knecht. Gleiche und ähnliche Hierarchisierungen sind in den zeitgenössischen regionalen, aber auch überregionalen Quellen der sogenannten deutschen Lande üblich. Wie man auch hier am Beispiel des sogenannten Eger Landfrieden sehen kann, wo es dann heißt, er sei Fürste, Herre, Ritter oder Knechte oder in diesem Fall auch zusätzlich Städte. Solche hierarchischen Darstellungen und Nennungen sind typisch für zeitgenössische Quellen. Zusätzlich finden wir aber auch eine Zweiteilung in Adel, also Herrschende, und in Nicht-Adel, die Dienenden. Der Begriff Fürst, lateinisch Princeps, nannte ursprünglich die Obersten, die Ersten eines Landes. Dazu zählten die Herrschenden, welche die Herrschaft in Stellvertretung des Königs in festgelegten Bereichen wie etwa Herzogtümern oder Grafschaften ausübten. Hier wäre für die Region unserer Fechtquelle etwa die Familie der Wittelsbacher als Herzöge von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein zu nennen. Hier am Beispiel der Handschrift CGM 1507, dem Fechtbuch des Paulus Karl, links im Bild Herzog Heinrich IX. Und rechts im Bild sein Sohn Herzog Georg. Als Herren bezeichnete man Herrschaftsausübende, welche auf einer niederen Stufe die Herrschaft ausübten und keine Fürsten und keine Grafen waren. Insgesamt haben wir es also bei der Bezeichnung Fürsten und Herren als Zielgruppe mit dem Adel zu tun, welcher die Herrschaft ausübte. Ritter und Knechte hingegen waren die Dienstmann der jeweiligen Herrschaftsausübenden und waren dementsprechend deren ausführende Organe und besetzten die notwendigen Ämter und Dienstbereiche. Sie verwalteten und sie nahmen polizeiliche und militärische Aufgaben wahr. Knechte sind Dienstmann, welche nicht oder noch nicht zum Ritter gemacht wurden. An sie wurden geringere Anforderungen gestellt, doch hatten sie auch geringere Rechte. Bereits damals gab es eine Vorstellung von vorzugsweiser Gewaltausübung der Exekutivgewalten, also hier der Herrschaft, welche die Durchführung dieser hoheitlichen Aufgaben auf ihre Dienstmannen, Diener bzw. Beamten abgab. Aufgabe der Herrscher war es, den Frieden zu gewährleisten, Recht zu sprechen und Schutz und Schirm für die Bevölkerung der jeweiligen Herrschaften in Stellvertretung des Königs auszuüben. Daher war es in Friedenszeiten auch nur ihnen gestattet, in der Öffentlichkeit auf dem Land mit militärischer Ausrüstung wie Harnisch, Lanze, Schild und Kriegspferd unterwegs zu sein. Quasi während ihrer hoheitlichen Diensttätigkeit und damit auch weithin durch ihre Ausrüstung sowie Kennzeichnung in Form von Wappen sichtbar und erkenntlich zu sein. Die Knechte waren dabei die unterste Stufe mit den geringsten Rechten. In den Quellen zeigen sich lokale und zeitliche Bestimmungen, dass Knechte in Friedenszeiten lediglich ein Schwert tragen durften und ihnen ein Kriegspferd, ein sogenanntes Reisigpferd, verboten war. Zuwiderhandlungen konnten hart bestraft werden. Selbst in Kriegszeiten durften Knechte manchenorts nur weniger ausgewählte Rüstungsteile tragen als Ritter und Adel.
Alle genannten 4 Personengruppen werden im Spätmittelalter auch zu den sogenannten Rittermäßigen gezählt, also jenen, die als bereits Nachgeborene von Rittern vorzugsweise das Recht darauf hatten, Knechte und Ritter in Diensten der Herren und Fürsten zu werden oder gar weiter selbst zu Herren und Fürsten aufzusteigen. Bereits Kaiser Friedrich I. erließ in seinem Landfrieden eine Regelung zum Duell. So mussten Adlige und Ritter eine Zweikampfforderung von einem anderen nur dann annehmen, wenn dieser nachweisen konnte, dass bereits seine Eltern Teil wenigstens des rittermäßigen Standes waren. Es wundert also nicht, wenn die Einleitung und Vorreden der Lichtenauer Tradition diese Personengruppe nennen und mit junger Ritter lerne beginnen, da mit diesen Worten der gesamte obige Personenkreis eingeschlossen werden konnte. Die Fechtkunst also, das Beherrschen der ritterlichen Waffen, auch ritterliche Wehren genannt, sah Lichtenauer also als eine diesem auserwählten Personenkreis vorbehaltene Kunst an, was der Vorstellung seiner Zeitgenossen entsprach, dass der Waffengebrauch eine grundsätzlich öffentliche Aufgabe zur Erhaltung des Friedens und zum Schutz und Schirm von Land und Bevölkerung war.